Die Champions League wartet, die Playoffs, um genauer zu sein, gegen Celtic. Werden wir diese Runde überstehen? Wie werden wir uns, ja, die Ausgangslage fürs Rückspiel erspielen? Das werdet ihr alles in diesem Video erfahren, wenn ihr dran bleibt. Und dann schauen wir mal, wir sind wieder ein bisschen ausgeruhter im Vergleich zu dem Spiel gegen Leipzig. Da war ja so eine Geschichte, dass vor dem Spiel irgendwas ins Mittagessen reingefuscht wurde. Deswegen waren einige Spieler nicht ganz fit. Jetzt bin ich gespannt gegen Celtic Glasgow. Die haben aus den letzten 5 Spielen nur einen Sieg. Es wird trotzdem eine sehr, sehr schwere Partie. Celtic, ja, besonders dann zu Hause, immer schwer zu bespielen. Achtung, die erste Chance. Und Braune, gut, dass der zu zentral geköpft wurde. Das war schon eine sehr, sehr heikle Situation. Aber auch wir, mit ja auch wieder ein bisschen besseren Fußball gerne spielen. Das war doch alles in den letzten Wochen ein bisschen zäh. Müssen uns viel erkämpfen, viel erarbeiten. Aber vielleicht können wir auch gerade so einen Wettbewerb dann auch mal nutzen, um dann wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht zu bekommen in unseren Aktionen im Allgemeinen, wenn es dann in die entscheidenden Phasen geht. Richtung Meisterschaft und so weiter. 2 Punkte Rückstand haben wir auf Leipzig. Das konnten wir halten nach dem 1:1, aber jetzt möchte ich natürlich auch hier gerne noch, soweit es geht, in der Champions League kommen. Vielleicht das Achtelfinale. Man hört schon die Celtic-Fans, die merkwürdigerweise lauter sind als unsere eigenen. Aber überrascht mich jetzt nicht. Und Celtic spielt erstmal einen guten Stiefel hier. Die lassen uns erstmal ganz schön laufen. Pfeiffer ist da. Und dann die Frage, wie schnell können wir umschauen? Die stehen sehr, sehr offen. Um Gottes Willen, de Graef und Karl. Habe ich natürlich gesehen, aber wir kommen da nicht vorbei. Oh, das war eine große Chance. Hätte ich auch mal verzögern können. Hätte ich verzögern müssen. Damit wir den Ball vielleicht ein bisschen besser hätten spielen können. Die Gegner haben sich eingestellt. Die Gegner machen es uns ein bisschen schwerer. De Graef, oh, durch die Beine. Schade, Mensah dann im Abseits. Aber bei dem Ding hätte ich gerade verzögern müssen für de Graef. Ja, schön, dass wir das nochmal sehen. Direkt hinter der Bande. Es wird, glaube ich, ein sehr offenes Spiel. Also ich glaube, hier gibt es keinen klaren Favoriten, auch auf dem Papier nicht. Die haben auch ungefähr die gleiche Stärke wie wir. So eine 78, 77 insgesamt in den verschiedenen Mannschaftsteilen. Also, da kommt einiges auf uns zugerollt. Da ist Merino. Ott kommt in den Zweikampf rein. Sehr wichtig, auch für ihn. So, wie schnell können wir umschalten? Das ist natürlich immer wieder die Frage. Wir können eigentlich schnell umschalten, weil wir die Spieler haben auf dem Flügel. Aber wenn es dann zu schnell geht und wenn die Pässe dann ungenau ankommen, das habe ich nicht so gern. Und dann können wir auch nicht so präzise nach vorne spielen, leider. Es kommt also auf Kleinigkeiten an wieder, gerade in so Spielen. Müssen wir hinten hellwach sein. Die Sechser davor müssen einen guten Job machen und dann in den entscheidenden Momenten hier in den Zweikampf rein und dann umschalten. Oben, de Graef. Wenn wir den da hinkriegen, oh, sensationeller Ball von Schema. De Graef gegen 2 Mann. Jetzt verzögern wir. Mensah ist keiner frei. Dann probieren wir es alleine. Und Dragowski im Tor, auch ein großes Talent mal früher gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, bei Florenz hat er mal gespielt. Der war früher immer einer der besten Keeper, Nachwuchskeeper. Mit seiner Gesamtstärke, der hat auch ein hohes Potenzial gehabt. Aber man wird auch nicht jünger, ne? Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Es ist ein typisches Playoff-Hinspiel. Ist genauso wie gegen Leipzig. Da wird auch nicht zu viel riskiert. Wir haben trotzdem Gelegenheiten schon gehabt, auch Sachen besser auszuspielen. Aber ich lebe jetzt erstmal mit dem 0:0. Es ist okay. Zur Not mache ich es im Rückspiel dann übers Elfmeterschießen, aber bis dahin ist noch eine Zeit. Dazwischen kommt auch noch mal ein Bundesligaspiel gegen den BVB. So, wieder Ballgewinn. Auf den richtigen Moment gewartet und dann gib ihm in die andere Richtung. Schöner Ball, de Graef. Kusiasari ist Lennart Karl. Der müsste jetzt eigentlich frei sein. De Graef. Ja, Karl. Gute Ballmitnahme. Dann sind aber schon wieder 2 Mann bei ihm. Schema, de Cut. Vorne Kusiasari wird auch gut zugestellt. Wir kriegen die Tiefe momentan leider nicht rein. Jetzt vielleicht Karl gegen Tierney, Mensah. Und jetzt Kusiasari. Da ist er leider im falschen Moment nach hinten gegangen. Also es ist schwer. Es ist wirklich schwer.
Ist mir aber 10.000 Mal lieber, als wenn ich hier jeden Gegner 3-0 vom Platz fege. Das sage ich auch immer gerne mit dazu. Weil ich möchte, dass es spannend ist. Ich möchte, dass es ausgeglichen ist. Klar will ich auch jedes Spiel gewinnen. Werde ich halt nicht. Das ist auch klar. Aber so Spiele sind halt einfach spannender. De Greef. Tarkowski, wenn ich so einen Bart später mal habe, wäre ich auch Holzfäller. So, letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Karl kriegt eine gute Ecke. Ja, Kusiasare. Kriegt aber nicht so viel Druck hinter den Ball. Und dann geht es mit einem 0-0 in die Pause. Das auch wieder ein bisschen besser ist. Also ich sehe uns wieder besser drinne. Defensive ist auch okay. 3-2-1 Schüsse. Gut, Celtic Ballbesitz ist egal. Ja, und ihr seht, jetzt ist es Mensah, der im letzten Spiel noch fit war. Jetzt muss der wahrscheinlich ausgewechselt werden. Greco kann aber nur ZDM. Chema könnte der 1 offensiver spielen, theoretisch. Dann würde ich hier Greco reintun, der das auch gut macht. Also, wie gesagt, der ist auch erst 16 oder 17. Und spielt hier einen souveränen Stiefel eigentlich runter bislang. So, rein in Halbzeit 2. Schauen wir mal, was Celtic macht, was wir machen. Umstellen will ich jetzt nicht, weil das klappt bislang eigentlich gut. Ich bin zufrieden mit der Formation. Aber natürlich, um Spiele zu gewinnen, müssen wir hier ein Tor machen, damit wir eine gute Ausgangsposition haben fürs Rückspiel. So meinte ich das. Jetzt aber Karl Kusiasare allein gegen alle. Kann sich da nicht durchsetzen. Auch nicht drehen, weil den Zweikampf hat er auch verloren. Unsere Stürmer haben es momentan nicht so leicht. Also egal, wer vorne steht und vorne spielt, Sarko, auch Kusiasare haben es nicht so leicht. Aber ihnen wird es auch nicht so leicht gemacht. Egal. Nächste Chance. Chema, Karl, das ist sehr gut gemacht. Jetzt wieder über die Außen. Kusiasare in der Mitte, der bewegt sich aber auch nicht gut. Der muss mehr entgegenkommen. Der war gerade auch wieder hinter dem Gegner versteckt. Da kann ich ihn dann auch nicht anspielen. Da kann ich ihn dann auch leider nicht anspielen. Und Celtic, sollen sie viel Ballbesitz haben, ist mir egal. Sollen sie sich da den Ball hin und her spielen. Wir können auch in Glasgow immer ein Tor schießen. Also wir sind immer für ein Tor gut, egal wo wir spielen. Aber ihr seht auch, die machen es sehr entspannt, sehr geordnet. Und wir stehen eigentlich auch nicht so schlecht. Jetzt Achtung, Überzahl über den Flügel. Oh, Pfeiffer ist auf der Außen, der muss nach innen. Jetzt spielt Celtic hier Handball um unseren Strafraum. Pfeiffer ist wieder auf der Außen, das geht nicht. Der muss innen bleiben, der fehlt dann da. Aber sie kommen nicht durch. Das ist ja auch ein gutes Ergebnis oder ein gutes Zeichen, dass wir... Oh, gut stehen wollte ich sagen. Aber hier, Achtung! Und dann kommen sie doch einmal durch und Braune rettet zusammen mit dem Pfosten. Und Jota kommt für Hang Huin Yun auf Seiten der Schotten ins Spiel. Ecke kommt, nicht gut gespielt und Pfeiffer, ja, darf auch gerne mit nach vorne gehen, leitet den nächsten Angriff mit ein. Ja, der Greef Kusiasare hat sich vorne nicht gut positioniert, aber jetzt mal Karl über links. Kusiasare in der Mitte, warum läuft er da nicht hin? Jetzt an zweiten Pfosten, da ist er frei, aber der kommt nicht an den Ball, der kann sich da einfach nicht durchsetzen. Das ist unglaublich, der muss noch einiges zulegen, ey, da vorne. Das ist ein munteres Spielchen. Geht gut hin und her. Wir sind jetzt auch besser in den Zweikämpfen wieder drin. Und eine Greef habe ich laufen gesehen. Und der Cut läuft durch. Jawohl, ein Doppelpass vielleicht mit der Greef. Durchgesteckt. Jetzt mal was zu kompliziert. Anderes Thema ist aber vorne. Thema, aber abseits. Muss er früher pfeifen, ey. Da lässt er mich noch den Ball spielen. Aber ich hoffe einfach, dass die irgendwann wieder komplett fit sind, ey. Das kann ich auch nicht immer machen, ey. Mit so einer halbfitten Truppe hier zu spielen. Und ich habe ja auch noch 2 wichtige Spieler, die verletzt sind. Ne? Wir haben ja Droh noch, der eigentlich für Chema hätte spielen müssen dann. Der ist halt auch noch verletzt oder ist angeschlagen, keine Ahnung, durch diese Mahlzeitaffäre. Nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, Kusiasare, knapp. Das sind halt diese unerwarteten Ereignisse, die kommen halt nun mal, wie der Name schon sagt, unerwartet. Aber wir müssen das Beste draus machen, hilft nichts. Irgendwann ist auch mal wieder Länderspielpause, dann sind auch mal wieder ein paar Spieler mehr fit. Oh nein, großer Fehler, warum rennt Pfeiffer da weg? Kobani Glück gehabt. Und Pfeiffer und let's go. Guck, die stellen jetzt auch diese Passwege. Wir haben früher auch immer mal den Ball gut vorne auf den Stürmer gespielt bekommen. Das stellen die jetzt auch immer besser zu.
Also so leicht geht es dann nicht mehr. Doppelpass, hinterlaufen in die Tiefe. Die Gegner haben dazugelernt. Die Videoanalysten machen mal einen guten Job. Jota über den Flügel, Kobani und de Graef mit vereinten Kräften. So, wie schnell geht's nach vorne? Ist auch wieder die Frage. Stellen auch immer wieder gut zu. Jetzt hier den Ball mal. Kusi Asare in die Tiefe geschickt. Genau das gegen Carter Vickers. Kusi Asare. Ach, alles so halbgar. Da wär viel mehr auch drin. War auch wieder viel mehr drin gewesen, aber er konnte ihm nicht weglaufen. Und die letzten Kräfte für den Abschluss hat er dann auch nicht so gut hinbekommen. Es sieht nach einem 0-0 aus. Wie gesagt, seltenes Ergebnis bei mir. Aber dem Spielverlauf geschuldet und auch gerecht. Und auch der Rahmenbedingungen auch angepasst. Ne? Also Playoff-Hinspiel. Wenn du da mit einem 0-0 dann ins Rückspiel gehst, hast du halt auch alle Chancen noch. Ne? Nach wie vor. Und es sieht auch hier nach einem Unentschieden aus. Aber es sieht nur danach aus. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Chance. So ein Last-Minute-Tor wäre auch mal wieder richtig befreiend. Aber ihr seht vorne die Bälle auf Kusi Asare, die kommen nicht an. Und Celtic kommt noch mal über Velasco. Flanke kommt, Pfeiffer ist da. Chema verpasst. 2-3 Minuten noch. Achtung, der Ball in die Tiefe. Aber Siem, Braune, laufen den Ball gut ab. Ein Angriff noch mal vielleicht. Greko, jetzt der Ball nach außen, aber leider abseits. Ne? Komm, Schiri, hebt die Fahne. Schade. Es läuft, das habe ich auch schon oft gesagt, es läuft nicht mehr so flüssig wie noch vor einer Saison. Wie vor einem Jahr, wie vielleicht auch noch in der Hinrunde. Da hat sich einiges gewandelt, einiges gedreht. Aber nochmal die Chance. Jetzt vielleicht. Kusi Asare. Ja, wir laufen so ein bisschen ins Blinde und ins Leere rein. Und dann braucht es auch zu lange. Dann werden die Pässe nicht schnell genug gespielt. Und dann ist halt am Ende 0-0. Dann muss ich es so hinnehmen. Dann ist es auch okay. Das lässt uns immer noch alle Chancen fürs Rückspiel offen. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist, dass wir wieder auch ein bisschen flüssiger spielen, ein bisschen dynamischer. Bis wir aus dieser Krise, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, rauskommen. Aber Stück für Stück arbeiten wir uns da raus. Dann sehen wir hier, Paris gewinnt. Erwartungsgemäß, die Bayern gewinnen ihr Hinspiel auch und Juve. Weißt du, 3 Mannschaften, die früher auch mal um den Titel mitgespielt haben. Also Juve unter anderem. Und jetzt haben wir, oh, de Graef ist, nein, warum ist der verletzt? Was hat der? Oberschenkelzerrung, kann in 26 Tagen wieder spielen. Jetzt kommt das auch noch mit dazu. Jetzt fallen uns ja auch noch die Leistungsträger weg. Ah, scheiße, ey. Guck mal, wir haben noch Kuchera, der noch angeschlagen ist. Wir haben Rice, der natürlich auch schon noch angeschlagen ist. Der ist erschöpft. Kuchera ist auch in einem Tag wieder fit. Und hier Muskelfaserriss. Der kann in 72 Tagen erst wieder spielen. Also, wir sind gerade nicht vom Glück gebeutelt. Und er fällt jetzt auch 3-4 Wochen aus. Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Jetzt kommt alles auf einmal. Mal gucken, ist hier noch irgendeiner mit dabei, der uns direkt weiterhilft? Ich glaube aber nicht. Wäre dann auch eher was für die Zukunft gewesen. Jetzt gegen den BVB. Es wird nicht einfacher. Also, wir kriegen es momentan von allen Seiten. Viele Spieler, die nicht fit sind. Jetzt haben wir auch noch de Graef, der leider für 3-4 Wochen ausfällt. Jetzt muss ich da irgendwie nach Ersatz suchen oder finden. Und jetzt kommt auch noch Dortmund, die sehr formstark sind. 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Mamouche, Williams Jr., Brandt, Diaby. Kommt auch noch einiges an Geschwindigkeit. Joe Bellingham. Und die Bank ist auch nicht ganz so schlecht besetzt mit Chukwuemeka, Metscher. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal rein hier kurz. Ins Teammanagement. Also, de Graef muss ersetzt werden. Dafür haben wir von der Hitze. Deswegen ist es gut, dass wir Spieler haben, die auf mehreren Positionen spielen können. Und dann nehme ich hier Kuchera mit rein. Jetzt haben wir noch Mensah, anderes Thema. Ich hoffe, wie gesagt, nach der Länderspielpause, dass die alle wieder topfit reingehen. Ist auch die Frage, mache ich noch dieses 4-3-3 oder macht es mehr Sinn, wenn ich mal auf 4-2-3-1 wieder gehe oder ein 4-4-2? Aber das habe ich... Nee, 4-4-2 mache ich nicht, weil ich brauche immer einen Stürmer als Ersatz, weil ich nicht so viele Stürmer habe. Ich hätte noch Guerra, aber der hat eine 57. Das ist keine Alternative. Also ich werde wahrscheinlich in dem 4-3-3 weiterspielen, vielleicht mal auf 4-2-3-1 zwischendurch wechseln. Es wird sehr, sehr spannend. Es kommen einige Spieler zurück. Wir haben jetzt einen nächsten Hammergegner vor uns und wir machen einfach weiter. Wir ziehen das jetzt durch. Also macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, helft mir auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder gegen den BVB. Ciao, ciao.